Wenn du wissen möchtest, welche unbekannteren KI-Aktien jetzt so richtig durchstarten könnten, dann bleib gerne dran. Ja, herzlich willkommen zu Trendstark, Aktienbörse und Megatrends, hier zu unserer zweiten Folge in der KI-Serie. Wir stellen hier die spannendsten KI-Werte vor. Es hat nicht gereicht in einer Folge, weil es so viele tolle Werte sind. Und wie immer mit dabei ist Stefan Lehne. Hi Stefan. Ja, hallo und herzlich willkommen von meiner Seite. Und ich glaube, die Folge wird besonders spannend, weil wir haben in der ersten Folge ja vor allem die ganz großen Werte besprochen, die die meisten wahrscheinlich sowieso schon kennen. Und heute sind, glaube ich, schon ein paar Namen dabei, die die meisten Anleger eben noch nicht kennen und die wirklich dann eine spannende Chance sind. Stefan, was sind denn KI-Agenten? Ja, KI-Agenten sind Systeme, die relativ selbstständig arbeiten können. Normalerweise, so wie wir alle wahrscheinlich KI im Alltag nutzen, geben wir ja eine Frage ein in ChatGPT, dann kommt die Antwort zurück. Aber ChatGPT wird nicht von alleine tätig, weil irgendein externes Ereignis vielleicht eine Tätigkeit auslöst. Und KI-Agenten tun genau das. Sie können eben selbstständig beispielsweise Anfragen beantworten. Sie können auch untereinander kommunizieren und gewisse Prozesse auslösen. Also KI-Agenten sind besonders im Unternehmensbereich sehr wichtig, weil da eben oft solche Anwendungen nötig sind, dass KI-Agenten eben von alleine tätig werden oder auf eine Kundenanfrage hin. Und deswegen ist das ein Thema, das in der nächsten Zeit auf jeden Fall immer wichtiger werden wird. Und welche Werte würdest du hier nennen in dem Kontext? Also ich habe da mal zwei mitgebracht. Das eine ist Salesforce. Salesforce hat sich schon sehr frühzeitig im KI-Agentenbereich sehr gut aufgestellt. Äh, Ich habe sogar vor einem Jahr schon die Aktie als Anlagechance gesehen. Sie hat jetzt aber eine kleine Verschnaufpause eingelegt und ist seit, ja, ich glaube schon seit Januar jetzt nicht mehr gestiegen, sondern hat eine längere Konsolidierung durchgemacht. Aber ich glaube, dass gerade deswegen Salesforce einer der Top-Tipps für das neue Jahr für 2026 werden kann. Ähnlich sieht es bei ServiceNow aus. Auch, das sind ja alles Salesforce, ServiceNow sind ja diese Unternehmen, die Unternehmenssoftware in der Cloud zur Verfügung stellen, auf die man zugreifen kann. Und dort kann man eben besonders gut und besonders einfach diese KI-Agenten integrieren. Die haben dann eben auch Tools, mit denen man eigene Agenten auf eigene Anforderungen anpassen kann, ohne Programmierkenntnisse haben zu müssen. Und für mich sind die beiden die Favoriten, Salesforce und ServiceNow. So, und künstliche Intelligenz braucht ja sehr viel Rechenleistung und das verbraucht ja auch alles Energie. Welche Unternehmen sind denn jetzt im Fokus durch den hohen Ja, Energieverbrauch? genau, da hatten wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen, dass immer mehr und immer größere Rechenzentren gebaut werden. Und diese Rechenzentren brauchen natürlich unheimliche Energiemengen. Und da kann man sich zum einen natürlich die Energieversorger anschauen. Es gibt ja viele amerikanische Energieversorger, die jetzt auch mit den Big Tech-Unternehmen schon langfristige Lieferverträge abgeschlossen haben. Und das ist natürlich ein gutes, planbares Geschäft über mehrere Jahre hinweg, also sozusagen eine Sonderkonjunktur für die US-Energieversorger. Da gibt es natürlich ganz viele, NextEra Energy, Dominion Energy, The Southern und so weiter. Also da will ich auch gar keinen rausgreifen. Ich denke, da muss man selber für sich ein bisschen analysieren, wo man die meisten Chancen sieht. Und der zweite Bereich, den ich ganz stark sehe im Zeitalter der künstlichen Intelligenz, ist eben der Bereich der Kernenergie. Denn es ist einfach nicht möglich, auch wenn es wünschenswert wäre, den Strombedarf der ganzen Rechenzentren mit erneuerbaren Energien zu decken. Wir brauchen dafür Atomkraft. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Unternehmen, die davon profitieren. Der größte Profiteur ist sicherlich Cameco. Auf der einen Seite Uranproduzent, auf der anderen Seite über Beteiligungen eben auch an der Errichtung neuer Kernkraftwerke und dem Service für Kernkraftwerke beteiligt. Also sicher eine der ganz großen Namen in dem Bereich. Man könnte vielleicht auch noch kleinere Uranproduzenten wie Energy Fuels oder Uranium Energy nennen oder als Zulieferer ein Unternehmen wie BWX Technologies, das eben beispielsweise Elemente für Kernkraftwerke oder auch im Strahlenbereich sehr gut tätig ist. Also auch da gibt es eine ganz große Auswahl an Unternehmen, in die man gut investieren kann. Es entsteht ja durch den Bau von Rechenzentren und so weiter auch eine ganz neue Infrastruktur. Welche Werte gibt es denn da, die vielleicht profitieren könnten im Infrastrukturbereich? Ja, da kann man jetzt auch sich verschiedene Bereiche anschauen. Wenn wir
im Bereich Energieinfrastruktur sind, da ist beispielsweise Quanta Services natürlich führend in den USA. Das ist immer ein Unternehmen, das diese großen Stromnetze errichtet, die Stromtrassen ausbaut, erweitert, modernisiert. Und da ist natürlich durch künstliche Intelligenz auch eine Sonderkonjunktur, ein Zusatzgeschäft, zusätzlich zu der Tatsache, dass die Stromtrassen natürlich ähnlich wie bei uns in den USA auch einfach ja, modernisierungsbedürftig sind. Also da ist auf jeden Fall ein großer Bedarf, würde ich mal sagen. Man kann sich dann auch den Bereich der Kühlung anschauen. Beispielsweise Vertiv ist da ein Unternehmen, das sehr stark ist. Oder wenn man jetzt mal ganz allgemein in den Bereich der Gebäudetechnik geht, also Heizung, Kühlung, Lüftung, Elektrik und so weiter, der ja bei diesem Bau der Rechenzentren auch wichtig ist und insgesamt beim Infrastrukturausbau, gibt es eine Aktie, die wahrscheinlich auch die meisten noch nicht kennen, nämlich Comfort Systems. Und das ist auch eine Aktie, die in dem Bereich wachsen kann und parallel dazu auch noch Rückenwind bekommt durch Trumps Reindustrialisierungspolitik. Denn auch die ganzen Fabriken, die jetzt in die USA geholt werden, die brauchen natürlich auch alle diese Komponenten Elektrik, Klimaheizung, Lüftung. Und deswegen für mich auch ein ganz spannender Wert in dem Bereich. Und dann, wie versprochen von dir, Stefan, hast du noch ein paar ganz unbekannte KI-Wetten mitgebracht. Bin sehr Ja, gespannt. also ich habe ein paar Unternehmen rausgesucht, die wirklich sehr klein sind. Fangen wir mal an mit Circus, ein deutsches Unternehmen, das KI-gestützte Kochroboter entwickelt. Das sind solche Stationen, die in 3 bis 4 Minuten frisches Essen, also frisch in Anführungszeichen, das ist natürlich vorgekocht, sonst wäre es nicht in 3 bis 4 Minuten fertig, aber wird dann von der Kochroboterstation KI-gestützt fertig gemacht und in 3 bis 4 Minuten eben dem Kunden zur Verfügung gestellt. Sicher eine spannende Anwendung für Hotels, für Kantinen. Ja, sogar für die Armee ist es im Gespräch als mobile Feldküche. Und das ist zum Beispiel ein Wert, der jetzt wirklich eine kleine Marktkapitalisierung hat und in den man sozusagen mit einem kleinen Betrag als Wette einsteigen kann. Dann habe ich Innodata mitgebracht. Innodata, ein Unternehmen, das wirklich im Kernbereich der KI tätig ist, nämlich es bearbeitet oder äh, es bereitet Daten vor, damit sie fürs KI-Training überhaupt taugen. Wenn man jetzt mal an so spezielle Bereiche denkt wie Rechtsanwälte oder Medizin und man will da KI-Systeme trainieren, dann kann man natürlich nicht einfach die frei zugänglichen Daten aus dem Internet nehmen, weil die qualitativ einfach nicht hochwertig genug sind. Und genau das macht Innodata. Es bereitet Daten für das Training von KI-Modellen auf und sorgt damit natürlich für so eine Art Basis, die KI-Modelle überhaupt brauchen. Und auch ein Unternehmen, das in der letzten Zeit schon fantastisch gewachsen ist, aber das man sich trotzdem immer noch anschauen kann. Wie gesagt, bei diesen kleinen Unternehmen so als kleine Wette mit kleinen Beträgen, da würde ich jetzt nicht voll mit meinem ganzen Vermögen reingehen, aber so einen kleinen Betrag kann man da sicher investieren. Und dann habe ich noch Hims Hers mitgebracht, vielleicht von den dreien jetzt das bekannteste. Hims Hers ist ja eigentlich ein Telemedizinunternehmen, nutzt aber eben auch schon KI, weil es am Start dieser Telemedizinbehandlungen immer einen großen Fragebogen für seine Patienten hat und die können natürlich KI ausgewertet werden und dann kann die KI beispielsweise dem Behandler schon einen Vorschlag geben, welche Behandlungsmethode, welche Dosis und so weiter sinnvoll ist. Und auch das ist ein Teilbereich, in dem KI natürlich viel leisten kann. Und deswegen würde ich Hims Hers jetzt nicht als reines KI-Unternehmen sehen, aber als ein Telemedizinunternehmen, das KI sinnvoll als Ergänzung nutzt. Und deswegen ist auch das für mich ein gutes KI-Investment, eine gute KI-Wette. Stefan, vielen Dank für die ganzen Vorschläge und Tipps. Genau, wenn ihr da draußen noch Anmerkungen habt oder auch mal einen Themenvorschlag, worüber wir hier gerne diskutieren können oder ein Unternehmen, das wir uns mal anschauen sollten, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Und ansonsten bedanke ich mich bei allen, die hier in der Doppelfolge zugehört haben. Und ja, vielen Dank, Stefan, für deine ganzen Empfehlungen wieder. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank und vielleicht ganz kurz noch der Hinweis, natürlich wie immer, jede genannte Aktie ist keine Kaufempfehlung, sondern eine Denkanregung, sage ich eher mal. Nehmt sie auf eure Watchlist, schaut sie euch an, ob sie euch zu euch passen, sucht den passenden Einstiegszeitpunkt und entscheidet dann eigenverantwortlich, ob ihr rein wollt oder nicht. Super. Bis zur nächsten Woche. Vielen Dank. Ciao. Bis dann, ciao.